Das Trientner Diözesanmuseum ist im mittelalterlichen Palazzo Pretorio untergebracht, dem ersten Wohnsitz der Fürstbischöfe der Stadt, der sich neben der San Vigilio-Kathedrale im Herzen von Trient befindet. In den Sälen des Museums wird der Besucher auf eine Reise mitgenommen zwischen Religion, Geschichte, Kunst und Kultur einer Gemeinschaft, welche jahrhundertelang vom Fürstbischof regiert wurde. Diese Themen ziehen sich wie ein Leitfaden durch das Museum und lassen uns Werke aus vielen Epochen entdecken, vom 11. bis zum 20. Jahrhundert. Im Museum wird einem gleich die Figur des heiligen Vigilius vorgestellt, dem Diözesanpatron, welchen die Gemeinde seit jeher einen besonderen Kult gewidmet hat. Es geht weiter mit dem Fall des Simon von Trient, den wir heutzutage als eine aufsehenerregende Fake News aus der Vergangenheit bezeichnen würden. Im Jahre 1475 verschwand auf mysteriöse Weise ein ca. 2 Jahre altes Kind in den Gassen Trients. Sein Körper wurde in der Nähe eines Hauses einer jüdischen Familie gefunden und die Entführung und der Mord wurden sogleich den Mitgliedern der lokalen jüdischen Gemeinschaft zugeschrieben. Sie wurden sogar eines Ritualmords angeklagt. Ein besonderer Bereich im Museum wird dem Konzil von Trient gewidmet, welches von 1545 bis 1563 in der Stadt abgehalten wurde. Im Saal sind einige bedeutende ikonografische Zeugnisse des Konzils ausgestellt, in welchem die Reform der katholischen Kirche und die Reaktion auf die protestantischen Doktrinen beschlossen wurden. Im 2. Stock wird in der Pinakothek die Entwicklung der Malerei im Trentino zwischen dem 15. und 20. Jahrhundert dargestellt. Es folgen Säle mit Holzskulpturen, welche Werke mit paduanisch-venezianischem Einfluss jenen deutschen Einflusses gegenüberstellen. Das Museum bietet außerdem einen besonderen Parcours an, der den Werken aus Stoff gewidmet ist. Eine beeindruckende Galerie aus liturgischen Paramenten nimmt uns mit auf eine Reise in die Geschichte der Stoffe, zeigt deren Entwicklung im Laufe der Jahrhunderte auf, sowie den unterschiedlichen Gebrauch in der Liturgie. Zudem ist ein außergewöhnlicher Zyklus von 7 flämischen Wandteppichen ausgestellt, welche die Passion Christi erzählen und in Brüssel Anfang des 16. Jahrhunderts geschaffen wurden, im Atelier von Pieter van Elst, dem damals wichtigsten Kaufmann und Produzenten von Wandteppichen. Der Rundgang endet mit einer kleinen, aber wichtigen Sammlung von Bilderhandschriften, den Sälen, die der Geschichte der Erbauung des Doms gewidmet sind, sowie dem Domschatz, einer Sammlung rarer und wertvoller Gegenstände, die für die Messe und zum Schmuck der Kirche dienten. Auch die frühchristliche Basilika unter dem Dom von Trient ist Teil des Diözesanmuseums. Dieses wichtige archäologische Areal zeigt die Reste und die Entwicklung der Grabbasilika, welche vom Bischof Vigilius gegen Ende des 4. Jahrhunderts nach Christus in Auftrag gegeben wurde.